Ein Blechbauteil zeichnen. Hallo und herzlich willkommen bei Captain Cut. Ich bin der Michael. Wir wollen heute ein Blechbauteil konstruieren. In einem Modell brauche ich einen Halter für die Umlenkrolle, die wir im letzten Video konstruiert haben. In der Multifunktionsleiste Blech gibt es zwei Bereiche, die Blechregeln und das Erstellen. Im Bereich Blechregeln werden die Vorgaben gemacht, die später zur Anwendung kommen. Man muss nur beachten, dass pro Blechbauteil nur eine Blechregel aktiv sein kann. Wenn wir das Fenster geöffnet haben, ist es möglich, die bestehenden Materialien zu bearbeiten oder ein neues anzulegen. Ich gehe hier aber nicht weiter darauf ein, da ich hier nur Halbwissen habe, was die Werte der Metalle angeht. Der erste Schritt ist auch hier, eine Skizze zu erstellen für unsere Blechausgangsfläche. Ich nehme ein Mittelpunktrechteck, 10 mm. Klicken wir auf den Befehl Flange und wählen die Fläche. Mit der Ausrichtung kann die Seite gewählt werden, in die das Bauteil entstehen soll. Den Vorgang lassen wir auf neuen Körper stehen. Jetzt noch schnell die Biegeregeln auf das zu verwendende Material anpassen. Als nächstes verwenden wir wieder einen Flange. Klicken eine Kante an, wählen die Höhe mit 10 mm, 0 Grad. Okay, dann nach unten mit einem neuen Flange. Höhe machen wir 6 mm. Aber wie ihr seht, passt der Bezugspunkt nicht ganz, denn wir müssen ja an der Rolle vorbei. Also schauen wir uns den Höhenbezugspunkt an. Hier haben wir mehrere Optionen zur Auswahl. Innen, Außen und Tangential, die besagen, von welcher Fläche das vorhergehende Bauteil weg gemessen wird. Also brauchen wir die Innenfläche. Nun noch die Biegeposition einstellen. Auch hier wähle ich Außen. Somit haben wir alles definiert und beenden den Flange mit OK. Man kann das Bauteil jetzt auch direkt bearbeiten und versehen es mit einer Bohrung. Also Skizze drauf und den Bohrpunkt zu definieren. Das machen wir über eine Projektion der Rolle. P für Projizieren und die Rolle auswählen. Und in den Mittelpunkt einen Punkt setzen. Dann erstellen, Bohrung, Abstand auf Biss und einem Durchmesser von 3 mm. Dem unteren Loch noch schnell ein Gewinde verpassen.
Nun brauchen wir noch eine Befestigung für die Spannfeder. Dies machen wir über den Befehl abwickeln. Schritt 1: Eine passende Fläche auswählen und bestätigen. Nun eine Skizze für die Bohrpunkte. Als erstes erstellen wir eine Konstruktionslinie in der Senkrechten und eine in der Horizontalen. Fügen zwei Punkte ein, die wir symmetrisch anordnen. Somit können wir aus der Skizze raus: Bohrung, Abstand durch alles und den Durchmesser mit 1,5 mm angeben. Damit schließen wir die Abwicklung und schauen uns das Ergebnis an. Nun erstellen wir noch eine Abwicklung für spätere Zeichnungen. Kleine Info: Die Abwicklungen sind im Ordnerbaum nur ersichtlich, wenn sie einmal erstellt sind. Dies bezieht sich auch auf die Zeichnung. Keine Abwicklung, auch keine Zeichnungsabwicklung. Nur noch schnell die Kanten abrunden. Hoffe, ihr konntet etwas für euer Projekt mitnehmen. Abonniert meinen Kanal und bis die Tage.